Ein herzliches Willkommen hier in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und das hier rundherum ist die Bastelgarage. Wir wollen heute mal wieder etwas Neues bauen, und zwar diese merkwürdigen Teile. Davon habe ich mir 2 Stück gebaut, und zwar ist das eigentlich für mit der Tauchsäge und der Schiene zu arbeiten. Eigentlich geht man ja normalerweise so vor, ich sag mal, ich muss hier 20 cm abschneiden, zeichne mir das an 2 Punkten an, dann nehme ich meine Schiene, lege die da dran, so, klemme die dann hier an der Seite fest, so, und an der anderen auch, und dann lege ich los und schneide dann eigentlich hier einfach diese 20 cm, die ich brauche, ab. Aber was passiert, wenn mir das hier nicht reicht? Wenn ich von diesen Stücken, sagen wir mal 5 oder 10 Stück oder 20 oder 100 Stück brauche, jedes Mal neu messen, das gibt eine Differenz jedes Mal. Und dafür ist genau dieses Teil hier. Wenn ich das jetzt einmal hier richtig habe, klemme ich das hier in die Führungsschiene ein. Hier hinten habe ich ein verstellbares Teil, das setze ich hier hin, schraube das fest. Und dann habe ich hier noch ein zweites. Im Moment fehlt mir noch hier die Maßangabe, die hier drin ist. Die wird erst nächste Woche geliefert, aber spielt keine Rolle. Die mache ich mir dann ein Stück weiter hier genauso fest. Somit habe ich hier 2 Abstandhalter, die ich rausnehmen kann, und das brauche ich eigentlich, um das wiederholgenau zu machen. Wiederholgenau heißt halt normalerweise gesagt anzeichnen, drauflegen und so weiter und so weiter. Und das geht jetzt einfacher. Wir klemmen einfach hier diese 2 Teile hier hinten an das Brett dran, an die Schiene dran, richten das aus. So, und das ist der exakte Abstand hier vorne, wie bei unserem ersten Brett. Und das können wir dann, wie gesagt, wiederholgenau, so oft und so viel wie wir möchten, neu schneiden. Ich zeige euch jetzt mal im Schnelldurchlauf, was ich so an Material gebraucht habe. Natürlich Schrauben gehen wieder extra. Mein Teil hier ist 75 cm lang. Das könnt ihr natürlich in jeder beliebigen Länge, könnt ihr das auch selber euch bauen. Ich würde halt nur empfehlen, wenn ihr, sagen wir, über 1 Meter Länge mit dem Ganzen geht, macht es nicht wie ich. Ich habe jetzt hier Buchenholz genommen. Bei so kurzen Stücken ist das kein Problem, wenn sich das ein bisschen verzieht. Aber wenn es größer ist, nehmt eine Aluschiene. Und jetzt zeige ich euch, was ihr braucht. Ja, wofür brauche ich was? Und zwar habe ich als erstes mal hier dieses schmale Stück. Das soll hier eine Führung sein, damit das Ganze sich nicht groß bewegen kann. Dann habe ich hier dieses schmale 4 mm Brett. Da kommt rechts und links diese Klötze drauf. Die Führungsschiene, hier dieses Holz. Das war ein Reststück Holz, da waren die Löcher schon drin. Also wenn ihr die ohne Löcher habt, geht das natürlich auch. Das soll hier so rein. Und mit der Platte, die ich hier habe, soll das Ganze dann hier miteinander verbunden werden, so dass ich das Ganze in der Schiene hin und her schieben kann. Jetzt habe ich ja hier unten dieses 4 mm Brett, und genau das möchte ich mir hier unten an dieser Führungsleiste rausfräsen. Das heißt also, hier an der Seite mache ich mir 4 mm, schneide ich mir hier raus. Das wollte ich hier an der Tischkreissäge machen. Zeichnen wir uns das erstmal an, bis wohin ich gehen muss. So, und dann schneiden wir das. Zunächst habe ich mir hier mit diesem 4 mm Brettchen die genaue Höhe der Tischkreissäge eingestellt. Das soll ja hier weggeschnitten werden, und das schneiden wir uns jetzt mal da rein.
Und so sieht das Ganze dann aus. Das hat jetzt genau exakt die Höhe dieses Brettchens. In meinem Fall ist das jetzt so, dass das wie gesagt hier drauf passt. Rechts und links kommen diese anderen zwei Brettchen dran. Ja, es geht hier hauptsächlich darum, dass das Stabilität hat und rechtwinklig ist. Und später soll ja dieses Holz hier oben drauf. Mein Holz ist aber hier nochmal 2-3 mm zu hoch. Deshalb muss ich das auf der Seite ebenfalls hier mal abschneiden. Zeige ich aber nicht nochmal, sondern ich mache das einfach und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und damit sollte das eigentlich passen. Also das kommt hier rein, hier so dran und später kommt dann hier der Deckel drauf, damit man das Ganze hier rausnehmen kann, beziehungsweise hier durch diese Leiste einhängen kann. Das, was ich jetzt noch gerne machen möchte, das ist ein sogenanntes selbstklebendes Maßband. Das möchte ich eigentlich hier oben drauf machen. Ist eigentlich ganz simpel, allerdings möchte ich das gerne vertiefen, weil hier kommt nachher eine Einstellgeschichte dran und damit das Klebeband nicht verkratzt oder beschädigt wird, möchte ich das gerne etwas tiefer setzen. Das machen wir jetzt hier nebenan an der Oberfräse. So, das passt prima da rein. Dann möchte ich das Ganze ein bisschen zusammenkleben. Und direkt daneben das nächste. Und so lassen wir das Ganze jetzt ein kleines bisschen trocknen. Ich habe hier ein 10 Kilo Gewicht draufgestellt und anschließend mache ich wahrscheinlich von unten drunter noch 2 Schräubchen rein. Dann ist das Ganze 100%ig fest. Ja, das Ganze ist schön getrocknet, so sieht das aus. Und jetzt mache ich mir halt nur von unten noch 1-2 Schräubchen rein. Und dazu bohre ich erstmal hier eine Vertiefung rein. Nun steht das hier an einigen Kanten 1-2 mm über. Das schleife ich mir jetzt zurecht und mache auch hier die Ecken schön ein bisschen rund. Und machen wir das einfach mal. Das hier gibt jetzt den Anschlag, das heißt also die Einstellmöglichkeit. Und das hier unten drunter ist dann im Prinzip, wenn das Holz da ist, das ist der Anschlag, wo man das dann an dem Brett hinten als Maß nimmt. Diese Teile kommen jetzt hier rechts und links dran. Dazu werde ich erstmal hier mir das Ganze gerade hinlegen, dass das schön passt. Kleben wir es direkt mit einem Tropfen Leim fest. Nehmen den Winkel weg und auf der anderen Seite genauso. Ein bisschen Gewicht drauf. Das ist jetzt schön festgeklebt. Das kann man dann hier schön verstellen, wenn hier das Maßband noch eingeklebt ist. Und jetzt muss natürlich dieses Holz hier oben drüber. Und zwar habe ich dann vor, einmal auf einer Seite eine Schraube reinzumachen, damit das Ganze fest ist. Und auf der anderen Seite hier solch einen Knauf, damit ich das Ganze etwas festziehen kann. Dazu zeichne ich mir das jetzt mal an. Ich habe jetzt hier mit dem Streichmaß die Breite oder die Dicke des Holzes gemessen. Zeichne mir dann hier auf der Seite und auf der anderen Seite jeweils in den Ecken mache ich mir eine Markierung. So, und weiß jetzt dadurch, genau hier, das ist meine Mitte.
Da bohren wir jetzt mal Löcher durch. Und zwar damit ich hier unten, hier drin auch Löcher drin habe, weil ich möchte an der einen Seite, wo der Knauf hinkommt, meine heißgeliebte Rampermuffe hier reinsetzen. Und dazu muss ich einen Anhaltspunkt haben, wo ich hin muss. Deshalb bohre ich das jetzt mal hier durch. Hier habe ich ja jeweils die Mitte angezeichnet. Jetzt soll an der einen Seite ja dieser Griff durch. Und da habe ich eine Unterlegscheibe drunter. Die soll so ein bisschen in dem Holz verschwinden. Deshalb habe ich mir jetzt hier einen Forstnerbohrer gemacht und bohre die eine Seite erstmal mit dem Forstnerbohrer vor. Mit einem 3 mm Bohrer bohre ich jetzt auf beiden Seiten die Löcher mal durch. Auf der Seite ist die Forstner-Bohrung, die Vertiefung drin, und auf der Seite habe ich das Loch, wo die Schraube später durchkommt, auch eine Vertiefung reingemacht. Das Ganze setze ich jetzt hier drauf und bohre das mal durch. Damit das Ganze jetzt auch nicht beim Bohren da auf der Seite verrutscht, mache ich hier schon mal die Schraube rein. So, dann ist das nämlich schön fest und kann nicht mehr verrutschen. Jetzt kommt die Rampermuffe ja da rein, beziehungsweise die Bohrung, aber die Rampermuffe hat hier vorne so einen kleinen Rand. Und deshalb bohre ich jetzt erstmal mit einem Forstnerbohrer etwas tiefer, damit die Rampermuffe ganz im Holz verschwindet und nicht eventuell hier hoch steht. So, wieder Bohrer gewechselt und jetzt bohren wir für die Rampermuffe tief genug da rein. So, und da rein setzen wir jetzt einfach mal die Rampermuffe. Das, was ich natürlich vergessen habe, hier habe ich ja nur den Forstnerbohrer drin. Hier muss ich ein 6 mm Loch durchbohren, um den Griff hier da durchzubekommen. Wenn man nicht an alles denkt. Das habe ich jetzt hier drauf gemacht. Ich klemme das mal hier drauf, wie das mal sein soll. Hier unten wird das Ganze angelegt, festgedreht und dann hat man genau den passenden Abstand. Jetzt muss ich aber noch hier irgendetwas machen. Später kommt ja noch, das muss ich genau ausmessen, dieses selbstklebende Maßband kommt ja noch hier unten rein. Und jetzt müsste ich natürlich hier genau ablesen können, wo das zu Ende ist. Dafür habe ich mir hier solche Plexiglas dünne Scheiben zurechtgeschnitten. Die kommen hier drauf und bekommen in der Mitte eine Markierung. Und ich habe hier schon 2 Punkte drauf gemacht, da werden Löcher durchgebohrt. Das kommt dann hier so drauf, mit ein bisschen Abstand nach hier, wird festgeschraubt. Und dann kann man das jederzeit losschrauben und hin und her schieben, so dass das Ganze hundertprozentig passt. Als erstes machen wir hier mal jetzt einen Schnitt mit dem Cuttermesser rein und machen das dann mit Farbe, füllen wir das auf, wischen das ab, damit wir einen schönen Strich haben. Hier habe ich mir jetzt das Plexiglas hingelegt, das Streichmaß auf 8 mm, also das hier ist 1,6 cm, 16 mm breit. Und so mache ich mir dann jetzt hier mit dem Cuttermesser einen schönen Strich. Mit einem Edding male ich jetzt mal hier drüber, so dass das schön in die Rille reingeht. Und das, was oben drüber absteht, überflüssig ist, das reibe ich mal weg. Und damit haben wir dann einen blauen Strich da drin in der Vertiefung. Probieren wir das Ganze mal aus. Wenn man das dann hier drauf macht, kann man das sehen. Dann hat man hier schön einen blauen Strich und kann genau sehen, wo das Zentimetermaß, wo das Maß angezeichnet wird. Die 2 Plexiglasscheiben habe ich übereinander gelegt, angezeichnet und die bohre ich jetzt durch. Es sollen nachher hier Schrauben rein, die 3,5 mm sind.
Ich bohre aber 5 mm Löcher, damit man das Ganze etwas verschieben kann. Das Plexiglas mit der Einkerbung lege ich nach unten. Dann kann nämlich obendrauf nichts passieren. Nehme mir das zweite Plastikteil als Abstand, damit ich das verschieben kann. Und bohre dann hier rechts und links ein bisschen vor, für die Schrauben reinzusetzen. So, jetzt müssen wir das Metermaß noch anbringen. Und zwar habe ich es jetzt in meinem Fall einfach mal so gemacht, ich habe die Schiene hier vorne mit der Splitterschutzkante. Von da aus bis hierhin sind in meinem Fall genau 42 cm. Hier habe ich ja diesen blauen Strich und genau auf diesem Strich muss ich die 42 cm haben. Also nicht hier hinten an der Kante, sondern hier, wo der blaue Strich ist. Das hatte ich nämlich eben schon mal falsch und deshalb habe ich mir hier, das ist das Teil, was ich schon geklebt habe. Ich habe leider kein neues. So, und das setze ich jetzt hier an den blauen Strich genau auf 42 cm. Klebe das hier schön in der Mitte gleichmäßig fest. So, und jetzt machen wir mal einen Test. Ich sage mal hier, ich möchte hier von 20 cm abschneiden. Dann zeichne ich mir das an. Lege die Schiene hier vorne so, wie ich sie haben muss. Klemme das Ganze dann fest. Und kann jetzt einfach hier abschneiden. Soweit ist das ja alles normal. Wenn ich aber jetzt mehrere Stücke abschneiden muss, setze ich halt hier mein Messgerät an. Klemme das hier fest. Für meinen zweiten fehlt mir leider das Maßband. Das kommt erst nächste Woche. Aber das dürfte in diesem Moment auch eigentlich für zu zeigen eigentlich kein großes Problem sein. Man stellt das Ganze sich so ein, macht das schön fest. So, kann dann hier mit der Tauchsäge schön schneiden. Und nimmt das Ganze weg. Und somit kann ich dann die Schiene hinschieben, wo ich möchte. Mache einfach hier meine Abstandhalter dran. So, das Ganze passt. Klemme die fest und kann wieder schneiden und habe exakt genau den gleichen Schnitt. Ein einfaches und schnell nachzubauendes Teil. Wie gesagt, wer wiederholgenau schneiden möchte, der kommt an so einem Teil nicht vorbei. Ich hoffe, dass ich jetzt nächste Woche noch mein neues Maßband für die andere Seite bekomme. Ich habe hier noch zusätzlich als Verstärkung an der Unterseite noch einige Schrauben reingemacht, damit das Ganze sich auch nicht verziehen kann. Und ja, es funktioniert halt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Bei euch bedanke ich mich, sage ciao, bis demnächst. Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen.